Hallo und herzlich willkommen hier auf Dino Adventure. Wir stehen gerade hier auf einem wunderschönen Parkplatz direkt vor einem Park in Durango. Und hier in Durango sind wir eigentlich nur, weil es hier eine Reifenfirma namens Bridgestone gibt. Sagt euch bestimmt was, weil wir immer noch unseren Ersatzreifen haben, der fast 180 Grad bis auf die Karkasse eingeschnitten ist. Warum auch immer. Ich nehme an, dass es in einem Flussbett passiert ist, wo der eine Reifen durchgedreht ist und da war ein scharfkantiger Stein, der da eingeschnitten hat. Aber so genau weiß ich das leider nicht. Und ja, da fahren wir jetzt hin und nehmen euch mit und drückt uns die Daumen, dass wir den Reifen hier geflickt kriegen. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. So, es ist tatsächlich möglich, erstmal unseren Reifen hier zu reparieren. Was es kostet, habe ich gerade gefragt. Die Dame ist gerade reingegangen, um es mal nachzugucken. Und es ist auch möglich, Reifen hier rund zu erneuern. Das heißt, neues Gummi drauf zu vulkanisieren und dann das dementsprechende Profil da reinzuschneiden. Auch da habe ich gerade mal nach dem Preis nachgefragt. Und nachschneiden ist ja natürlich auch möglich. Und auch da habe ich nach dem Preis gefragt. Das schreibe ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein, inklusive der Adresse hier und so, falls ihr auch mal in die Situation kommen solltet, hier eure Reifen rund erneuern lassen zu müssen. Und jetzt hole ich aber erstmal den Reifen hier runter, damit die Jungs anfangen können. Morgen können wir den Reifen dann wieder abholen hier. The price is like 6,500 for each. 6.500 Pesos pro Reifen. Was ist denn das jetzt in Euro? Hier kann man die Beschädigung noch mal ziemlich gut sehen. Hier geht es jetzt nicht bis auf die Karkasse. Nicht. Ja, schon, aber hier ganz extrem. Hier sieht man es ganz deutlich. Da ist die. Da ist die Karkasse. Und das zieht sich noch ein gutes Stückchen weiter runter. Problem ist nur, wenn ich damit jetzt weiterfahren würde und immer wieder durch Matsch und Wasser und so, dann schiebt sich Dreck und was weiß ich was zwischen Gummi und Karkasse und auch die Feuchtigkeit ist die ganze Zeit auf der Stahlkarkasse. Karkasse fängt an zu gammeln, es entwickeln sich Bläschen und dann kann man den kompletten Reifen wegschmeißen. Weshalb es unbedingt wichtig ist, wenn man einen Schaden bis auf die Karkasse hat, dass man das dann reparieren lässt, damit der Reifen später nochmal rund erneuerbar ist.
8. 8. 8. Ok. 20.000 kilómetros, aprox. 20.000? Okay. Aprox. Okay. Ja, ja. Completo. Nuevo. Todo. Dann haben wir vom Chef persönlich noch eine kleine Werksführung bekommen, wo uns Mariano den kompletten Ablauf eines rund zu erneuernden Reifens gezeigt hat. Rein kommen wir unser Reifen und in den Laufschienen hier, die in der ganzen Halle verteilt sind, werden die Reifen dann von Station zu Station geführt. Nach der ersten Inspektion und Reinigung der Reifen wird entschieden, ob es noch möglich ist, den Reifen rund zu erneuern. In der Regel ist fast jeder Reifen rund erneuerbar, solange die Karkasse nicht zu sehr beschädigt wurde. Wenn der Reifen dann rund erneuerbar ist, wird im ersten Schritt das Gummi auf der Lauffläche entfernt. Und so sieht das dann aus, wenn die aus den Maschinen rauskommen. Im zweiten Schritt werden gröbere Beschädigungen am Mantel des Reifens herausgefräst und anschließend werden beide Seiten ordentlich angeraut. Danach werden die Reifen nochmals von innen inspiziert und gegebenenfalls auch geflickt. Wenn das geschehen ist, werden die seitlichen Beschädigungen mit heißem Gummi wieder aufgefüllt. Hier wird dann das neue Profil auf den reparierten und vorbereiteten Reifen draufgezogen. Und wenn der Reifen zumindest optisch und fertig ist, bekommt er noch einen Vakuummantel, um die letzten Luftbläschen aus der Verklebung rauszusaugen. Anschließend geht es an samt Vakuummantel noch in einen großen Druckkessel, wo die Reifen bei 3 bar Überdruck auf ca. 100 Grad erhitzt werden, damit sich das neue Gummi auch vernünftig mit dem alten verschmilzt und vulkanisiert. Die fertig runderneuerten Reifen werden dann nach einer letzten Inspektion hier abholbereit unter Verschluss für den Kunden gelagert. Also er sagt gerade, es gibt hier eigentlich keinen einzigen Reifen, den die hier nicht runderneuern könnten. Regalo, muchas gracias. So, unser Reifen wird heute leider noch nicht fertig sein, aber morgen Nachmittag irgendwann. Wir haben jetzt gefragt, ob wir hier vor der Tür stehen und schlafen können. Also er sagt, wir sollen nicht vor der Tür, sondern wir sollen noch lieber hier drinnen, weil es wäre sicherer, obwohl wir uns auch draußen keine Sorgen machen müssten. Und parken jetzt eben den Dino um, vorher muss ich aber die Motorradbühne noch hoch. Am nächsten Tag hat uns Mariano dann noch stolz seine kleine Oldtimer-Sammlung gezeigt und ich durfte sogar eine kleine Runde mit seinem getunten VW Käfer fahren. In seinem 56er Chevy Bel Air hat uns Mariano dann noch eingeladen, mit auf seine Ranch zu kommen, die nur ein paar Kilometer außerhalb der Stadt Durango schön im Grünen liegt. Wir können natürlich nicht mit einem dreckigen Auto jetzt durch die Stadt fahren. So, wir sind gerade nur eben zum Essen zum Ranchhaus von Mariano gefahren. Und es sieht echt muy bonito aus. Wunderschön. Traumhaft schön. Es war mir klar, dass du hier wieder direkt einziehen würdest. Wo ich schon überall einziehen wollte. Schön. Klein, aber fein. Reicht doch als Ranchhaus. Auf jeden Fall. Größer wie unser Dino. Sexy.
Ah, ist Anis? Oh ja, oh mein Gott. Riech mal. Ja. I love Anis. Ja, es ist Anis. Nach dem Essen sind wir noch auf einen kleinen Spaziergang im nahegelegenen Tal gegangen. Und Mariano hat uns stolz erzählt, dass hier einige Westernfilme mit John Wayne gedreht wurden. Zurück in der Firma war unser Reifen dann auch endlich fertig und den letzten Feinschliff durfte ich dann sogar selber machen. Der Reifen kommt quasi gerade aus dem Druckofen, ist noch richtig schön warm und jetzt hat er gesagt, soll ich den Reifen fertig machen, damit wir den umsonst bekommen. Hier sind noch ein paar Gummireste und jetzt kann ich mit der Fräse hier das Profil noch mal ein bisschen nachschneiden und dann sind wir fertig. Dann können wir den eigentlich wieder aufziehen. Das machen wir aber morgen in Ruhe, weil heute ist schon relativ spät und wir würden gleich gerne noch ein Bierchen trinken gehen. Oh, mega dreckig bist du jetzt. Naja, geht auch direkt wieder ab. Und trinkt noch ein bisschen nach Gummi. So, der kaputte Reifen ist wieder repariert. Unser eigentlicher Ersatzreifen ist wieder hinten drauf. Und wir haben jetzt alle 4 Reifen getauscht, also einmal diagonal getauscht, damit der Abrieb gleich ist. Ich habe das gestern mit dem Chef hier besprochen und er meinte, diagonal tauschen wäre für uns das Beste, weil vorne haben wir ein bisschen weniger Last wie hinten. Deswegen haben wir hinten ein bisschen mehr abgenutzt. Und außerdem sind die Reifen teilweise innen mehr abgenutzt wie außen oder außen mehr abgenutzt wie innen, ich weiß gerade nicht. Das haben auf jeden Fall die Jungs eben gemacht, während wir eine Runde schwimmen waren in den heißen Quellen. Da haben wir die Kamera aber nicht mitgenommen. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Problemchen am Tank. Da ist mir aufgefallen, dass er ein bisschen schief hängt und sich die Befestigungspolzen wohl mit der Zeit ein bisschen losgerappelt haben. Die müssen wir jetzt mal eben abbauen, wieder ordentlich anziehen. Ich lade jetzt das Motorrad auf und dann sind wir hier fertig. Ich würde dann auch direkt sagen, stop dreaming. Stop planning. Haut auf den Abonnieren-Button und dann bis nächste Woche.